Wir reden als nächstes mit Doris Kleilein. Sie ist Architektin und leitet den Architekturbuchverlag Jovis, und mit Friederike Meyer, Chefredakteurin der Architekturplattform Baunetz. Sie beide waren nämlich gemeinsam im Thomas-Mann-Haus, um zu arbeiten, zu forschen zur Zukunft des Wohnens in einer Zeit, wo das Wohnen für viele unbezahlbar wird, immer prekärer wird. Sie sind dann auch irgendwann noch dazu gekommen, aber erstmal ist was passiert, was irgendwie eigentlich zum Thema gehört. Sie forschen zu Leuten, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, und fliegen erstmal wieder aus dem Haus raus. Dazu muss man wissen, Sie sind da angekommen, ausgerechnet im März 2020. Da ahnt man schon die 4 Monate, das konnte nicht gut gehen. Wie lange durften Sie bleiben? 2 Wochen, 2,5 Wochen. Ja, also wir sind tatsächlich am 1. März geflogen, und 2020. Und da war das Coronavirus noch ein Gerücht. Und das hat sich aber in den 2 Wochen, in denen wir in LA waren, sehr dynamisch entwickelt. Also eigentlich war es für uns eine permanente Krisensitzung im Haus. Also wir haben losgelegt, Veranstaltungen geplant, InterviewpartnerInnen kontaktiert, ein Dinner geplant. Und von Tag zu Tag hat alles geschlossen. Überall, wo wir waren, danach war es zu. Jeden, den wir angerufen haben, hat danach gesagt, vielleicht komme ich doch nicht am Samstag, weil so. Und dann waren wir nach 2 Wochen zu Hause. Dann waren Sie wieder zu Hause. Ja. Und was haben Sie dann gemacht? Wir hatten 4 Monate frei, und das war unser großer Vorteil, kann man sagen, während unsere Freunde, Kolleginnen alle damit beschäftigt waren, ihren Alltag zu organisieren, saßen wir mit unserem Thema, was wir eigentlich in Los Angeles machen wollten, wieder in Berlin und hatten Zeit. Und hatten die Zeit zu schauen, vor allen Dingen in der Zeit ja in den Medien, was gerade passiert, wie Menschen in den Städten auf die Situation, auf das Virus reagieren, was Kommunen machen, um Menschen zu schützen, wie es denen geht, die keinen Schutz haben. Das ist ein Window of Opportunity. Das war wie so ein kleiner Reset-Button. Die Straßen waren leer. Man sah diese Bilder von einem verwaisten Venedig. Hier in Berlin am Brandenburger Tor war nichts. Da standen keine Menschen. Sie haben dabei so irritierend glänzende Augen. Ja, das war natürlich auch ein bisschen spooky. Ne? Also gerade, ich weiß noch, ich stand da am Brandenburger Tor und dachte so, wie geht das eigentlich, dass jetzt eine ganze Stadtgesellschaft auf einmal innehält, während die Fridays for Future Bewegungen, die da immer demonstriert haben, es nicht geschafft haben, dass wir alle mal innehalten und uns fragen, wie das eigentlich weitergehen soll mit unserem Zusammenleben. Das heißt, nicht nur die ganze Welt hatte diesen Reset-Button oder zumindest, sagen wir mal, einen Pause-Button, sondern auch Sie haben einen Reset-Button mit Ihrem Projekt gemacht. Sie haben das Thema geswitcht. Sie haben gesagt, okay, dann ist jetzt eben, wie geht die Stadt mit Corona um? Und da haben Sie ja unglaublich vorgelegt. Also Ihr Buch ist längst rausgekommen, ne? Die Stadt nach Corona. Ja, also wir haben dann tatsächlich nach relativ kurzer Zeit unsere Überlegungen in einem Artikel zusammengefasst, der unglaublich viele Reaktionen gezeitigt hat, weil in dem Moment Stimmen gefragt waren, die diese Situation erklären können. Dann haben wir schnell gedacht, gut, wir fassen unsere Überlegungen nochmal zusammen und fragen aber auch ArchitektInnen, StadtplanerInnen aus Wissenschaft, aber auch aus der Praxis, bitten Sie sozusagen aus Ihrem jeweiligen Feld von heute nach vorne zu gucken. Und nicht nur in die Zukunft blicken, sondern ganz schön weit. Ich finde den Buchtitel recht mutig, die Stadt nach Corona. Wie sieht denn die Stadt nach Corona aus? Ja, die Stadt nach Corona kann man natürlich als Wunschkonzert formulieren. Wir haben es ja auch in den Medien in den letzten Jahren sehr viel gehört. Worüber wir hier in Europa diskutieren, ist natürlich eine fairere Aufteilung von öffentlichem Raum. Wie nutzen wir die öffentlichen Räume? Ich kann jetzt einen Wunsch formulieren, wie ich mir das vorstelle, auch in Berlin. Ja, ich wünsche mir, wie viele andere auch, dass wir sicherer mit anderen Bewegungsmitteln als mit dem Auto uns bewegen können, dass die Straßen, wie gesagt, auch Aufenthaltsort für die Nachbarschaften werden, dass diejenigen, die bedroht sind, davon ihre Wohnung zu verlieren, trotzdem da bleiben können und vielleicht nicht so viele Zweit- und Drittwohnungen leer stehen in der Innenstadt. Kann das sein? Ich habe den Verdacht, dass das eigentlich die alten Wunschträume sind, die man von Stadtplanern auch davor schon gehört hat. Ist das das Zeitfenster der Möglichkeiten? Jetzt ist Pandemie,
jetzt hören uns alle zu, jetzt sagen wir das, was wir schon immer gesagt haben und endlich hört es jemand? Ja, ein bisschen war das natürlich schon so. Ne? Wir haben in der Zeit auch festgestellt, dass die Themen, die innerhalb der PlanerInnenschaft beackert werden, seit Jahrzehnten auf einmal in den Mainstream gegangen sind. Also es verging ja keine Woche, in der der Spiegel nicht eine Geschichte hatte über alle, die aufs Land ziehen oder über die Verkehrswende, über die Pop-up-Radwege. Das, muss ich sagen, ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, dass diese Themen, die sonst innerhalb der Fachwelt diskutiert werden, auf einmal so in die Breite gehen. Ne? Man hat das Gefühl, also jetzt trifft es einfach auf ein breiteres Interesse. Obdachlosigkeit in LA, mit der wir uns dann ja auch als ein Thema sehr stark beschäftigt haben, als wir da waren, hat an Sichtbarkeit zugenommen. Auch in den anderen Städten, auch in San Francisco, auch an anderen Orten. Das hat mit ganz unterschiedlichen Faktoren zu tun, unter anderem, weil die Notunterkünfte nicht mehr so stark belegt werden konnten oder weil man gesagt hat, man räumt weniger auf den Straßen, man duldet diesen Layer der Zelte in den Städten mehr, einfach um die Pandemie nicht noch stärker, den Virus nicht noch stärker zu verbreiten. Ne? Also genau, also im Moment ist noch unklar, ob die Stadt nach Corona die bessere oder die schlechtere ist. Absolut. Sie sind dann ganz am Ende eben doch noch zumindest 4 Wochen, wenn auch nicht 4 Monate, noch mal hingegangen, um an diesem eigentlichen Projekt zu arbeiten, das Sie ursprünglich vorhatten. Ich möchte noch kurz bei der Stadt nach Corona bleiben. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das irgendwie nachhaltig ist, dass nicht halt doch nur jetzt 1,5 Jahre lang das diskutiert wurde, aber danach werden die Pop-up-Radwege auch wieder umasphaltiert? Also ich glaube, die Pop-up-Radwege, die sind so das, woran wir uns immer ganz gerne festhalten, weil die so schnell in Berlin zumindest waren und weil die irgendwie ein Bild hergeben. Ich glaube, dass, was Doris schon sagte, also der Optimismus kommt verhalten aus diesem Moment, dass man merkt, dass das Thema der Stadt und die Komplexität der Stadt und die Verletzbarkeit der Stadt gegenüber Krisen sich in der Pandemie deutlich gezeigt hat. Und dass wir alle, glaube ich, sensibler geworden sind über die eigenen Erfahrungen. Wir haben unsere Nachbarschaften näher kennengelernt. Wir haben gemerkt, was eigentlich unser Zusammenleben auch ausmacht und was uns fehlt, wenn wir plötzlich Regeln befolgen müssen. Um jetzt vielleicht zu dem zweiten Thema oder zu unserem ursprünglichen Thema zurückzukommen. Ich habe den Architektur- und Planungshintergrund und es wird seit Jahren, wie Sie gesagt haben, alles diskutiert. Und gleichwohl folgen natürlich auch Planer und Architekten den immer gleichen Mechanismen. Sie müssen das klassische Bild, es kommt die Bauherrin, sie hat ein Grundstück, sie hat ein Programm, ein Budget und dann wird entsprechend dem geplant. Und an der Stelle sehe ich, habe ich auch Hoffnung, einen großen Wandel, nämlich das Bild der Planer, des Planers, der Planerin, das wandelt sich. Sie haben mir im Vorfeld schon erzählt, Sie haben dann ja auch da eine Menge Projekte angeguckt. Ist das vielleicht auch das, wo Sie erlebt haben, die Projekte ändern sich, diese Bauherrinnen-Dynamik ist eine neue? Also erzählen Sie doch einfach mal von dem Projekt, was Sie gesehen haben, wo Sie sagen, das ist vorbildlich, so müssten wir hier auch vorgehen. Wir sind in Kalifornien auf starke Widersprüche gestoßen. Das muss ich einfach vorausschicken. Wir haben zum Beispiel in LA ein Eco-Village besucht, wo sich eine größere Gruppe von Menschen irgendwie versucht hat, Co-Housing zu machen mit Gärten und so weiter und autofrei sein wollte, aber von diesem Eco-Village BewohnerInnen hatte die Hälfte ein Auto. Und zwar jetzt nicht irgendwie, weil sie es unbedingt haben wollten, sondern weil man in der Stadt einfach nicht anders leben kann. Los Angeles ist das Gegenteil von all dem, was wir hier unter der europäischen Stadt verstehen. Weil es bis zum Horizont einzelstehende Einfamilienhäuser sind, oder? Einfamilienhäuser, Dörfer zusammengehalten durch Freeways. Wir haben aber natürlich trotzdem auch sehr interessante Projekte gesehen, teilweise an Orten, wo wir sie nicht erwartet haben. Zum Beispiel haben wir ein Interview geführt mit Michael Malzahn, einem Architekten, der gerade jetzt das Sixth Street Viaduct gebaut hat, eine große Brücke in der Innenstadt, die unheimlich diskutiert wurde. Und es stellte sich letztendlich heraus, dass diese Brücke, dieses Stück Infrastruktur nach der Pandemie einer der belebtesten öffentlichen Räume war. Das ist sicherlich eine Überraschung, so hört sich das jetzt zumindest für mich an. Nehmen Sie da am Ende etwas mit zurück nach Deutschland, um hier Ideen zu haben, wie man hier Städte besser plant?
Also ich würde jetzt vielleicht nicht von Städten sprechen, aber Quartieren? Die Gespräche mit den Planern, unter anderem in Portland, aber auch in San Diego, in Süd-San Diego an der Grenze zu Tijuana, also an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze, die haben uns schon interessante Strategien erzählt, wie sie den Prozess gestalten. Also ich sprach eben davon, dass es also top-down künftig vielleicht nicht mehr so viel geben wird oder sollte. Und da geht es halt darum, wie man mit den künftigen Bewohnern und zukünftigen, die sich dort in den Räumen aufhalten, in dem Quartier, gemeinsam überlegt, was eigentlich gebraucht wird. Was uns auch begegnet ist, natürlich schauen US-amerikanische Planungsbüros nach Europa. Und da gibt es einfach bei den Planern eine unheimliche Energie, Geld aufzutreiben, Stakeholders zusammenzubringen, sich zum Advokaten für diejenigen zu machen, die keinen Zugang zur Planung haben, die das nie bezahlen werden können, die auch keine Stimme haben in dieser Gesellschaft. Und das ist noch vielleicht der dritte Argument, warum ich so positiv bin, weil das gibt einfach eine unheimlich tolle Energie und Hoffnung auch. Das sind natürlich ganz wenige. Und wir hatten auch vorher schon Kontakt zu denen, aber diejenigen noch mal vor Ort zu sehen, sprechen zu hören und in ihren geplanten und in Arbeitsräumen zu erleben, das war ganz, ganz großartig. Das wäre dann doch vielleicht ein Vorbild hier auch für Deutschland. Vielen Dank, Friederike Meier und Doris Kleilein.